Hallo, Hi. schönen guten Tag. Wir sind's, Pitted Studio, mit Pitted Studio TV. Das Format Ihres Vertrauens. Ihr habt uns nämlich sehr viele Fragen geschickt und deswegen können wir die jetzt auch hier beantworten. Genau. Ja, Das machen wir Dankeschön jetzt. für die ganzen Fragen. Ja. Ich hab da 2 Wörter abgeschnitten. Ich rate mal gut. Ist Gamepad VR oder Fake VR im 360-Grad-Kino nicht vielleicht schneller und einfacher, als richtiges VR ins Spiel einzubauen? Ja, also quasi, dass man... Ich glaube, also Fake VR ist quasi, dass man sich quasi so eine Brille aufsetzen kann und hat dann irgendwie so einen 360-Grad-Bildschirm, aber man ist nicht wirklich 3D in der Welt. Ich glaube, so war das. Du meinst mit einer Kinoleinwand, auf die Genau. man guckt oder was? Ja, das ist ja Quark. Nee, das ist ja Quark. Nein, man macht schon richtiges VR, sonst macht das keinen Sinn. Genau, also ich glaube, das kommt auch so ein bisschen darauf an, was man für ein Spiel hat. Aber wenn man sich sowieso schon die Arbeit macht, also in unserem Fall jetzt, zu sagen, wir testen mal irgendwann später, also nicht mehr vor Release, das werden wir nicht schaffen, aber irgendwann später testen wir vielleicht mal, wie unser Spiel in VR wäre und was man da machen kann, dann bietet es sich bei uns ja natürlich sehr an, das direkt auch richtig in der Spielewelt zu machen, weil wir ja schon ein First-Person 3D-Spiel haben und die Grundfeatures, also der Schritt ist einfach nicht so weit. Deswegen brauchen wir das eigentlich gar nicht so machen, sondern könnten, wenn wir uns sowieso dran setzen, es gleich auch richtig ausprobieren. Trotzdem ist das für einige Spiele vielleicht sinnvoll, die anders gemacht sind. Ne? Man kann sich ja auch die Frage stellen, wie man zum Beispiel für Jump-and-Run-Spiele oder andere Spiele anbieten kann, VR zu machen oder so weiter. Und vielleicht, das geht bestimmt auch schneller und ist vielleicht leichter zu warten. Aber das war ja an der Stelle nicht unser Anspruch bei der Idee, man könnte sich das mal anschauen. Ne? Und das haben wir auf jeden Fall so im Hinterkopf rumfliegen, weil es irgendwie cool ist. Aber jetzt momentan hätten wir da sowieso keine Zeit für. Da würden wir euch dann aber von erzählen, sollte es mal soweit sein. Ja, okay. Die Frage, die kommt wirklich oft. Da fragt jemand, werdet ihr nochmal größere Spiele machen, größere Rollenspiele, ne? Ich glaube, in einer der vorigen Folgen haben wir das Auch schon mal beantwortet. in einer Folge beantwortet, die keine QA-Folge war, deswegen hier kurz, aktuell ist das ja gar nicht denkbar und momentan muss man sagen, haben wir an dem Indie-Kram auch Spaß, also dass das funktioniert hat, macht uns so ein bisschen happy. Aber ausschließen tun wir das generell nicht, nur momentan sieht das eher unwahrscheinlich aus. Genau, du kannst ja nie sagen, was in 5 oder 10 Jahren ist oder wie sich die Sachen hinentwickeln und Ideen haben wir jede Menge und jetzt machen wir halt aktuell Indie und vielleicht gefällt euch das ja auch. Ja. So, dann, genau, das ist auch noch so eine Sache. Keine Ahnung, wie weit wir zur Ausstrahlung dieser Folge sind mit dem Thema Optimierungen. Aber hier fragt jemand, wird es eigentlich eine Windows 10 Version geben? Eine ganze Menge Rechner sind scheinbar nicht mit Windows 11 kompatibel. Also, ich weiß, ich habe zwischenzeitlich in die Steam Mindestvoraussetzungen Windows 11 reingeschrieben, weil Windows 11 auf jeden Fall weiter supported wird und weil unsere Rechner momentan hier Windows 11 Rechner sind und wir gar nicht, also sowas wie, was sind denn die Mindestvoraussetzungen, kommt immer ganz zum Schluss. Ja gut, aber was wichtig ist, die Engine, Unreal Engine 5.61, die wir jetzt gerade benutzen, ist die denn überhaupt kompatibel mit Windows 10? Das ist doch die interessante Frage. Sollte sie sein, noch jedenfalls, ja. Aber mehr wissen wir auch nicht. Also wir haben zum Beispiel QA-Tester, die haben Windows 10 und da funktioniert's. Ja. Noch, ja. Deswegen habe ich das jetzt einfach erstmal da reingeschrieben als Mindestvoraussetzung, damit diese Frage nicht ständig kommt, weil aktuell funktioniert's und wir gehen davon aus, dass es zum Zeitpunkt des Release auch so sein wird. Aber wir haben das halt nicht explizit getestet. Ja. Also kleiner Tipp hier am Rande, schaut euch die Demo an, dann wisst ihr, ob das funktioniert. Dann braucht ihr gar kein Geld dafür ausgeben. Ja. Ja. Okay.
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Wie wollt ihr denn nach Release herausfinden, wie viel Interesse an einer Switch-Version besteht? Eine YouTube-Umfrage wird da ja sicher nicht reichen. Ja, da haben wir ein paar Experten für, glaube ich. Ne? Und zwar die Menschen von Artex. Die werden das analysieren auf ihre Art, weil die sind Publisher. Ja. Ne? Und Publisher hat halt die Aufgabe, genau sich solche Dinge anzugucken, für und wieder abzuwägen und zu schauen, ob sich so ein Geschäftsmodell überhaupt lohnt oder nicht. Genau. Und welche Methoden die da anwenden, müsste man die dann fragen. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir würden unser Spiel selbst auch nicht portieren, sondern wenn überhaupt mit einem Partner wie zum Beispiel Artex, mit denen machen wir ja momentan auch die PlayStation und Xbox-Versionen. Und da kann man dann quasi schauen, was die dazu sagen. Und dann müssen wir das gar nicht selber entscheiden. Wir können uns dann Gedanken machen, lieber was Spieleinhalte angeht. Ja, bin aber gespannt, was dabei rumkommt. Ist sowieso alles total spannend. Okay, schauen wir mal. So, nächstes Blatt. Ich lese mal vor. Ja, also wenn man euch Games, die ihr früher gemacht habt, zusendet, würdet ihr diese signieren? Ich habe eine kleine Sammlung, würde mich freuen, wenn diese noch eine Unterschrift bekommt. Bekommt man noch irgendwo das Artbook zu Elex 1, welches ihr auf der Gamescom verteilt habt? Also, momentan gibt es nicht die Möglichkeit, uns Sachen zuzusenden, die wir dann zurückschicken. Das hat einen einfachen Grund. Die Adresse, die wir im Internet angegeben haben, bitte schickt da nichts hin. Das ist quasi so eine Art Internet-Zweitfirmenadresse. Gemeint oder was? Und genau dieses. Ja, das ist aber das, was in der Dings war. Ne? Ja, wir haben da. Achso, ja, genau. Da haben wir noch 2 Stück von. Ne? Ja. Das ist gemeint, ja. Genau. Das ist schon echt eine Rarität. Ne? Das Ja. ist ein unique Ding und ja, interessant. Ja, also wo man die jetzt noch herkriegt, müsste man vielleicht bei eBay gucken. Ja. Wüssten wir jetzt auch so nicht. Also, bitte schickt uns nichts zu. Aktuell sind wir nicht in der Lage, euch Sachen zurückzuschicken oder so, weil wir ja keine eigene Firma haben. Ja, also wir können nicht irgendwie Sachen in die Firma schicken. Und wenn ihr die an unsere aktuelle öffentliche Adresse schickt, das ist quasi so eine Zweitfirmenadresse, dann ist das sehr teuer, die Sachen an uns weiterzuleiten. Und das ist sehr ungünstig, das möchten wir eigentlich nicht. Also, wenn ihr Sachen unterschrieben haben wollt, wir sind wirklich regelmäßig deutschlandweit auf Veranstaltungen. Wir veröffentlichen und erzählen euch immer davon. Wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr auf der Gamescom. Wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr auf der Roleplayverse. Und wir werden auch auf diverse andere Veranstaltungen gehen. Wir sind auf dem WGT. Wir sind überall unterwegs. Und wenn ihr uns auf einer dieser Veranstaltungen trefft, dann unterschreiben wir euch gerne alles Mögliche, was ihr da mitbringt. Aber bitte schickt uns aktuell nichts zu. Hier fragt jemand, wie hoch ist denn eure persönliche Einschätzung, wie viele Kralon-Lizenzen ihr verkaufen werdet? Also wie oft sich euer Spiel so verkaufen wird. Sagen wir in den ersten 6 Monaten nach Release. Wenn wir das wüssten. Also wenn man das voraussagen könnte, ja, dann gäbe es überhaupt gar keine scheiternden Spiele mehr und es gäbe bei ganz vielen Firmen auch überhaupt gar keine Probleme mehr. Das ist ja im Grunde genommen die zentrale Frage, um die es geht. Wir können sagen, dass wir uns wirklich unglaublich viel Mühe gegeben haben, in diesem und letzten Jahr Aufmerksamkeit für unser Projekt zu erreichen und dass das signifikant schwerer war als Indie, als zu allen Zeiten davor. Nichtsdestotrotz ist Interesse vorhanden, wir haben Social-Media-Interesse, wir haben viele auch PR-Mitglieder dazu veranlassen können, über uns zu schreiben zum Beispiel. Und jetzt kommt es halt drauf an und wir hoffen, dass ganz viele Leute unsere Demo spielen. Also zum jetzigen Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge wissen wir das vielleicht sogar schon. Und dann kann man vielleicht davon dann schauen, wie viele von denen vielleicht tatsächlich Interesse haben, dann auch das Spiel selber zu spielen und zu kaufen. Das kann man aber unmöglich vorher voraussagen. Das ist wirklich, wirklich schwer. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Dankeschön. Bis Macht's dann. gut. Und bitte schreibt neue Fragen.
für unsere QA unten in die Kommentare, dann werden wir die auch weiterhin gerne beantworten.